Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Lara Zingraf steht kurz vor ihrem Abschluss zur Goldschmiedegesellin. Ein Beruf mit viel Konkurrenz, aber auch großem Wohlfühlfaktor. Also es ist ein unglaublich erfüllendes Gefühl, wenn man so mit einer Idee anfängt, die ganz vage ist. Und dann stellt man das her und irgendwann hat man wie so ein kleines Baby sein eigenes kleines Werkstück in der Hand. Altes Handwerk liegt im Trend. Sie machen Holzblasinstrumente, brauen hochtechnisiert Bier mit Liebe, schnitzen Kunstvolles aus Mammutelfenbein, ermöglichen als Hufschmied Pferden einen sicheren Gang und sie schmieden aus Gold Dinge, die Schönheit in unser Leben bringen. Wir gehen nach oben. Nach oben heißt in den Turm der Zeichenakademie in Hanau. Seit 250 Jahren lernen junge Menschen hier das Goldschmiedehandwerk. Dafür steht den Studenten die komplette technische Ausstattung zur Verfügung. Laras aktuelles Werkstück verlangt nach der wenig sanften Behandlung des Sandstrahlers, um eine Oberfläche gleichmäßig matt zu gestalten. Also ich wollte ein Kaleidoskop nachbauen als Brosche. Und das ist eine relativ ausgeklügelte Technik geworden, die aus eigentlich so grob 6 Teilen besteht. Hier oben drauf kommt dann mein kleines Schatüllchen. Da sind Zirconias drin. Die sollen genauso wie in einem richtigen Kaleidoskop so ein bisschen fallen können. Dass sich auch immer neue Bilder sozusagen ergeben, wenn man die Brosche lange trägt. Man kann dieses ganze Teil jetzt so hochdrehen und wieder runterdrehen. Und wieder hochdrehen. Und dann hat man nicht nur eine coole Spielerei an seinem Schmuckstück, sondern hat auch irgendwie dieses kaleidoskopische Drehen, was man auch in diesen langen Kaleidoskopen hat, in eine Brosche umgesetzt. Und dadurch verändert sich dann auch nochmal das Tragebild, wenn man daran rumdrehen kann. Für so ein Vorhaben bedarf es ganz schön viel Geduld und Durchhaltevermögen, Voraussetzung für den Beruf. Es hat mir ja schon immer richtig Spaß gemacht, einfach was Handwerkliches zu machen, also irgendwas zu machen. Meine Mama hat immer ganz viel mit mir gebastelt. Ich glaube, von der habe ich das auch so ein bisschen. Also auch wenn man was malt oder so, dann merkt man, okay, das habe ich bis heute geschafft. Das ist irgendwie sehr befriedigend. Was sehr toll ist an dieser Ausbildung, dass man, oder gerade auch an den Entwurfsthemen, dass man ein Konzept von der ersten Idee zur Entwurfsentwicklung bis hin zur Umsetzung ausführt. Das heißt, man hat am Ende diese Idee, die man im Kopf gesponnen hat, hat man dann in der Hand. Und das finde ich wirklich schön. Also, dass man jetzt nicht nur einen Schritt macht von 10 Schritten, sondern macht von Anfang bis Ende, setzt man diese Idee um. So, jetzt wird's spannend. Ja, ich muss den Lötaufbau bauen und dann wird's spannend. Ist die Anspannung extrem groß. Wenn da eine Sekunde zu viel oder eine Millisekunde, dann ist es zusammengelötet und dann bewegt sich nichts mehr. Dann kann man theoretisch von vorne anfangen, wenn es ganz dumm läuft. Ich habe halt draußen ein Messingmodell gebaut und genau da ist das passiert, was jetzt hoffentlich nicht passiert. Im Endeffekt habe ich zu viel Lot benutzt und die beiden Zagen, die laufen ja so saugend ineinander, dass da sehr, sehr schnell Lot nicht nur an den Stift fließt, sondern halt auch zwischen die Zagen zusammenlötet und dann funktioniert die ganze Bewegung nicht mehr. Schlimmstenfalls hieße es dann, alles nochmal von vorne. Aufgeben ist keine Option für die 22-Jährige. Ob sie später aber den Beruf der Goldschmiedin wirklich ausüben will, weiß sie noch nicht. Die Konkurrenz ist riesig. Andererseits liebt sie es, Sachen mit emotionalem Wert zu gestalten. Menschen etwas mitzugeben, worüber sie sich jeden Tag freuen können, erfüllt sie nachhaltig. Das sieht sauberer aus als vorher. Oh, es bewegt sich gar nicht mehr. Vielleicht hilft ja Einölen. Ja, es hat sich schon vorher gedreht. Die Frage ist, ob es besser geht. Ja! Bleiben nur noch die abschließenden Fleißarbeiten. Versäubern, schleifen, polieren und die Montage. Gehen wir rein. Mal schauen. Ja, wow, ist doch gut.
Das funktioniert. Kratzt noch ein bisschen, aber Ja, läuft schon. Das ist okay. Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.